Die Programmierung ist in der Z21-App stark vereinfacht und sehr übersichtlich dargestellt. In diesem Video werden wir genauer auf die Funktionen der CV-Programmierung eingehen. Unter den Menükategorien Log-Programmiergleis und Log-POM ist es möglich, mit einem einfachen Klick automatisch die wichtigsten CVs für das Fahrverhalten auslesen zu lassen. Aktuell ist das nur mit SIMO-Decodern möglich, sollte aber in Zukunft auch für Decoder anderer Hersteller verfügbar sein. Für alle anderen Decoder verwenden Sie bitte den Menüpunkt Manuell. Nachdem die Werte des Fahrverhaltens ausgelesen wurden, können die einzelnen CVs, deren Bedeutung hier bereits erklärt wird, einzeln geändert werden. Oder Sie klicken auf Kurve bearbeiten und verwenden die Geschwindigkeitskennlinie, um das Fahrverhalten Ihrer Lok anzupassen. Hier können Sie entweder einzelne Punkte der Kennlinie selbst verschieben oder Sie wählen eine vorgefertigte Kurve aus. Sowohl die Anpassung mittels der angegebenen CVs als auch mittels der Kurve sind sehr einfach und logisch aufgebaut. Auch für die Lautstärkeneinstellung kann ein Schieberegler betätigt werden, anstatt wie gewöhnlich nur eine CV zu programmieren. Trotzdem ist immer noch eine manuelle Programmierung mit CVs vorhanden. Diese ist wieder untergliedert in POM, Programmiergleis, Adresse programmieren, auch lange Adressen, Loconet und es existiert ein eigener Menüpunkt, um die Lok zurückzusetzen. Für die wichtigsten CVs sind auch hier kurze Erklärungstexte hinterlegt. Somit wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrer Z21-App.